Heute gibt es ein Plätzchenrezept und zwar, Leute, ihr glaubt es nicht, gestern Abend war ich am Laptop, weil eigentlich war ein anderer Dreh geplant und dann saß ich, wie gesagt, am Laptop, bin so hier am Surfen und so und gucke dann so meine Word-Dateien und dann kommt mir doch tatsächlich meine Word-Datei von vor 11 Monaten vor Gesicht. Da habe ich mir nämlich, ich habe 2 Tage lang richtig viel gebacken, weil ich wollte unbedingt einen Plätzchenteig, in dem ich dann ganz viele verschiedene Plätzchen herausbekomme. Insgesamt habe ich 6 verschiedene Varianten aus dem einen Plätzchenteig rausbekommen. Ich habe mir für heute überlegt, ich greife das Rezept auf und nehme dann allerdings nur 3 Rezepte. Ich möchte das Video nämlich splitten, damit es nicht so unendlich lang wird und ihr halt noch einen Überblick habt. Dafür starten wir jetzt mit unserem Mürbeteig. Ich nehme meine Küchenmaschine, ihr könnt euer Handrührgerät verwenden. Und anders als bei einem klassischen Mürbeteig ist bei meinem Rezept jetzt die Butter zimmerwarm und die wird zusammen mit dem Zucker, ein bisschen Salz, Vanilleextrakt in der Küchenmaschine für ca. 4 Minuten lang richtig schön hellcremig gemixt. So, anschließend die Geschwindigkeit runterfahren und nacheinander die Eier hinzurühren, also wirklich nur ganz kurz. Und danach kommt das ganze Mehl dazu. So, und jetzt haben wir einen Teig, der ist super geschmeidig. Ich brauche den auch gar nicht mehr mit den Händen zu kneten. Und dieser Teig muss jetzt kühlen. Also wie gesagt, das ist jetzt kein typischer Mürbteig, auch von der Konsistenz nicht. Der ist super, super geschmeidig. Moment, das zeige ich dir gerne nochmal. Ja, der ist so. Also der klebt auch nicht an den Händen. Und da braucht ihr jetzt, entweder macht ihr das mit Frischhaltefolie oder ihr nehmt euch Frischhaltedosen. Übrigens, die ganz genauen Mengenangaben schreibe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung, genauso wie alle Produkte, die ich benutze. Und was ich euch auch dazu schreibe, ich zähle gleich mal, wie viele Kekse ich dann tatsächlich rausbekommen habe von jeder Sorte. Ich glaube, das ist auch nochmal interessant. So ein bisschen Mehl. Und jetzt den Teig durch 3 teilen und dann in die Vorratsdosen legen, Deckel drauf und dann für 1 Stunde in den Kühlschrank tun. Also ich nehme jetzt Teig Nummer 1 und das werden leckere Mandelplätzchen. Dafür einfach den Teig jetzt aus der Frischhaltedose nehmen und gemahlene Mandeln einkneten. Und ihr könnt auch, wenn ihr merkt, dass der Teig ein bisschen trocken wird, könnt ihr immer wieder einen Schluck Milch dazugeben und einfach einkneten und dann habt ihr schöne Mandelplätzchen. So, und jetzt den Teig einmal direkt auf dem Backpapier ausrollen. Also 3 bis 4 mm Dicke finde ich persönlich am besten. Das könnt ihr natürlich auch selber entscheiden. Und jetzt nehmt ihr euch entweder einen Teigroller, ein Messer oder eben so einen gewellten Teigroller, den nehme ich jetzt. Und dann einfach ganz wie ihr möchtet. Ob ihr jetzt Quadrate macht oder Stifte, ist euch überlassen. Ich glaube, ich mache so längliche Streifen. Ich habe den Keksteig jetzt auf dem Blech noch mal so ein bisschen auseinandergefriemelt, damit die nicht wieder ineinander zusammenwachsen und ihr keinen Riesencookie habt. Und ich habe auch noch einen Tipp, wenn ihr jetzt zu lange braucht und das Ganze sehr weich wird, dann könnt ihr auch das ganze Blech noch mal für 10 Minuten in den Kühlschrank stellen und direkt danach erst backen, dann verläuft euch das nämlich nicht mehr. Und weil ich sie so zu langweilig fand, habe ich gedacht, es müssen noch Mandeln oben drüber. Da habe ich jetzt gehobelte Mandeln. Dann gebe ich die einfach hier oben drüber, die könnt ihr auch so ein bisschen eindrücken und dann kommen sie auch schon in den Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Da brauchen die je nach Dicke 6 bis 8 Minuten, also ich glaube meine, da sie schon sehr dünn sind, brauchen die nur 6 Minuten. So, wer möchte, die sind jetzt hier auch schon abgekühlt, kann hier auch noch ein bisschen Schokolade drauf geben. Das mache ich jetzt in meinem Spritzbeutel. Ich habe jetzt gerade schon mal probiert, die schmecken richtig gut, so richtig mürbe, zart, so richtig lecker, ne? Richtig lecker. Schmeckt bestimmt richtig gut. Ja, schmeckt sehr gut, Hamza. Ja. Gut, du ärgerst die Leute gerade und zusätzlich noch mal mich. Mich Entschuldigung. Okay, hier darf's auch. Ich nehme auch den kleinsten jetzt hier weg.
Geil, ne? Wann schmecken Kekse so geil? Ja, frage ich mich auch gerade. Normalerweise sind Kekse so, ja. Langweilig halt, ne? Aber Langweilig. Geil. Die sind heftig. Weiter geht's mit Kekse Nummer 2. Da machen wir die berühmten Engelsaugen oder auch Husarenkrapfen genannt. Das Wort hört sich einfach nicht appetitlich an, finde ich. Aber sei es drum. Ich gebe hier jetzt einmal Backpapier aufs Backblech. Das Gute übrigens an meinem Backblech ist, dass ihr die Bügel einfahren könnt und so passt es auch locker in den Kühlschrank, falls ihr wirklich mal zu lange braucht und das Ganze einfach zu weich werden sollte. So, jetzt schnappt ihr euch immer so ein bisschen was vom Teig, rollt ihn zu Kugeln. Hallo, nicht träumen! Ich träume voll. Zu einer gewöhnlichen Kugel rollen. Jetzt platziere ich ihn direkt hier auf meinem Blech und dann schnappt ihr euch irgendwas, Kochlöffel, Rückseite, irgendwas, womit ihr da so reindrücken könnt. Und da kommt später dann unsere Marmelade rein. Ich glaube, traditionell kommt da Johannisbeermarmelade oder Johannisbeergelee rein. Ich nehme jetzt Erdbeermarmelade, ihr könntet auch Himbeeren nehmen. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist zum Beispiel Lemon Curd oder Haselnusscreme. Aber ich bin ganz ehrlich, dadurch, dass die erst in 2 Wochen bei uns im Lager eintrifft, unsere Haselnusscreme, habe ich die jetzt im heutigen Rezept nicht benutzt, weil ich finde, das wäre ein bisschen fies. Und ich packe die jetzt einmal in den Backofen, der ist ja noch warm. 180 Grad Ober- und Unterhitze für circa 12 Minuten. Achtet darauf, dass sie nicht zu dunkel werden. Und dann sehen wir uns jetzt direkt wieder zum dritten Rezept. Teig Nummer 3. Wir machen, da habe ich mir was Schönes überlegt, dass das so ein bisschen edler aussieht. Da machen wir Lebkuchen-Walnussplätzchen. Dafür nehmen wir uns den Teig und kneten einfach Lebkuchengewürz ein. Braucht ja auch nicht viel, der ist im Geschmack schon echt stark. Kurz, wirklich nur kurz einkneten und dann rolle ich ihn auf der Arbeitsfläche aus. Wer jetzt so eine Arbeitsfläche hat, bei dem der Teig immer klebt, da könnt ihr minimal ein bisschen Mehl nehmen, das wäre kein Problem. Und dann einfach runde Kreise ausstechen und dann nehme ich mir einfach so eine dicke, große Spritztülle und ich gucke mal gleich, wie viel Durchmesser der hat. Ansonsten könnt ihr auch ein Glas oder sowas nehmen, also ein Chaiglas, ein Teeglas dann am besten. Das ist ein Fail. Das ist ein Fail. Boah, was hast du da gemacht? Die lieben sich. Was für lieben sich? Du hast ihn einfach zerstört. Meine Kekse haben einen Durchmesser von 3,5 cm, aber ihr müsst ja eigentlich nur darauf achten, dass die Walnuss drauf passt. Da habe ich nämlich so drauf geachtet. Die soll halt später drauf kommen. Jetzt backen wir die Kekse erstmal bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich würde schon fast sagen, nur 3 Minuten, wenn überhaupt. Was? Weißt du warum? Weil die sehr dünn sind, sehr klein sind, da kommt nichts oben drüber. Die werden einfach so gebacken. Bleibt einfach vom Backofen stehen. Die müssen auf jeden Fall schön hell sein und nur von unten gebräunt sein. Da machen immer viele den Fehler und gucken, dass es oben braun ist, aber dann sind sie schon zu trocken. Und danach vollständig abkühlen lassen und dann zeige ich, wie es weitergeht. Bis gleich! Meine Kekse haben 4 Minuten gebraucht, aber manchmal brauchen sie auch 3. Es kommt wirklich auf die Hitze im Ofen an. 180 Grad ist ja nicht immer 180 Grad. So müssten sie sein, also wirklich sehr hell noch von der Oberfläche. Und, ist das noch im Fokus? Ja. Und hier wirklich maximal goldbraun. Und jetzt machen wir Folgendes, die durften hier schon abkühlen. Ich habe sie auch auf so ein Abkühlgitter gepackt, damit es einfach von unten nicht mehr Und der nachbräunt. Kaffee, der ist ja auch da. Ach. Man gönnt sich doch sonst nichts hier. Also, ich habe mir auch ein bisschen Vollmilchkuvertüre geschmolzen über dem Wasserbad. Ihr könnt es auch in der Mikrowelle machen, dann aber bitte geringe Wattzahlen nehmen, also 360 Watt nur. So, jetzt nehmen wir uns immer einen Keks, tunken ihn da rein. Hast du drauf? Tunken ihn da rein. Einmal schön ummanteln. So, und dann aufs Backpapier. Dann nehmen wir uns eine hübsche Walnuss, hier zum Beispiel. Packen die da drauf. Das war's. Das war's. Aber richtig lecker. Ich glaube, mit Zartbitter kann man das auch ganz gut machen, oder? Genau, zartbitter, weiße, geht alles.
Also Leute, ich verabschiede euch schon mal aus dem Video, mache hier noch fleißig weiter, trinke mein Käffchen und schreibe euch, wie gesagt, alles ganz genau hier unten in die Videobeschreibung und freue mich natürlich, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, zum Beispiel, welches der 3 Rezepte euch am besten gefallen hat und welches ihr auf jeden Fall nachmachen werdet. Aber eigentlich ist ja logisch, dass ihr alle 3 nachmacht, weil ein Teig, 3 Plätzchen. Vielleicht wollt ihr auch noch die anderen Rezepte sehen, die ich noch auf meinem Laptop gespeichert habe. Schreibt es mir dann gerne hier rein. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss. Hamza, da kommt nichts mehr, ich bin fertig. Ich wollte auch, wie du Kaffee trinkst, nochmal. Ach so, das zeige ich euch natürlich. Schön genüsslich hier. Aus dem Strohhalm. Ja, das mache ich voll gerne übrigens. Macht Spaß. Und das verfärbt die Zähne auch nicht. Stopp.